eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung, die ich dieses Jahr auf jeden Fall mitnehme und wofür ich unglaublich dankbar bin. Und genau deswegen habe ich mir das auch tätowieren lassen. Wir machen weiter, und zwar mit den Learnings, mit den 3 größten Learnings aus 2022. Also um das vielleicht so kurz vorwegzugreifen, diese 3 Learnings, die haben auf jeden Fall alle mit dem Thema Akzeptieren, Annehmen und Loslassen zu tun. Diese 3 Wörter, die einfach sich durch alles durchziehen, die sich durch das gesamte Jahr durchziehen und die mir wirklich viel abverlangt haben und wo ich in vielen Situationen die Möglichkeit hatte, genau das zu trainieren. Ja, okay, wir gehen rein. Learning Nummer 1. Learning Nummer 1 ist auf jeden Fall, ich bin so viel mehr als nur mein Körper. Was meine ich damit? Ich habe in diesem Jahr auf jeden Fall herausgefunden, wer ich ohne Sport bin. Und ich bin ganz ehrlich zu dir, wäre das vor 2-3 Jahren so passiert, dass mir dieser Part meines Lebens so genommen worden wäre, dann wäre ich damit auf jeden Fall anders umgegangen. Dann hätte ich den Umgang damit nicht so gestalten können, wie ich das jetzt dieses Jahr über gestaltet habe. Und deswegen bin ich sehr dankbar dafür, auch wenn sich das komisch anhört, dass das jetzt dieses Jahr so passiert ist. Und dass ich jetzt dieses Jahr diese Erfahrung gemacht habe. Ich habe dadurch herausgefunden, wer ich ohne den Sport bin. Weil wenn dir irgendwas genommen wird, dann weißt du es erst wirklich zu schätzen. Und das lässt sich auf ganz, ganz viele unterschiedliche Bereiche übertragen. Auf deine Gesundheit größtenteils. Wenn du auf einmal krank bist, merkst du, was dir überhaupt alles fehlt. Wenn du krank bist oder wenn du Schmerzen hast, wenn du irgendeine Verletzung hast, dann merkst du erst, was du sonst völlig selbstverständlich tust und was du jetzt auf einmal nicht mehr tun kannst. Was dir dann genommen wurde. Und einen Umgang damit zu finden, das ist genau die Herausforderung dabei. Dass du daran nicht kaputt gehst. Dass du daran nicht zerbrichst und dich daran nicht zu krass aufhältst, sondern dass du dann Akzeptanz, Annehmen und Loslassen daran übst. Dass diese Situation jetzt gerade so ist, wie sie ist, du nichts daran ändern kannst und du dich auch darüber aufregen darfst, dass du versteh mich da bitte richtig, dass du diese ganzen Gefühle, die dir hochkommen, wie Wut, Trauer, Enttäuschung und Ungewissheit, dass du das nicht einfach nur beiseite schiebst, sondern dass du das auch zulässt und dass du im gleichen Zug dich dann auch darauf konzentrierst, okay, was kann ich denn stattdessen machen? Ich hätte mich jetzt das ganze Jahr über reinsteigern können und sagen können, ich kann nicht trainieren, ich kann das nicht und das ist alles Kacke und nichts funktioniert, ich kann an nichts arbeiten und bla bla bla. Hätte ich machen können, klar, habe ich zwischendurch auch gemacht. Für einen kurzen Moment fühle ich mich dann gut. Doch ich konzentriere mich lieber darauf, was ich stattdessen tun kann. Was ich machen kann, was mir Energie gibt. So, und wenn es der Sport gerade nicht ist, was ich machen kann, dann suche ich mir andere Dinge. Und ich habe auf jeden Fall sehr viel durch Meditation zum Beispiel gelernt. Oder durch Yoga zum Beispiel habe ich stattdessen gemacht. Ich habe immer geguckt, okay, was erlaubt mir mein Körper gerade? Wo kann ich gerade reingehen? Und was gibt mir das? Was dir dein Körper und was dir dein Geist, deine Seele erlauben, und dann geh da rein, konzentriere dich darauf und nimm die Energie daraus mit, anstatt dich da reinzusteigern, was du gerade nicht tun kannst. Fokussiere dich und erfreue dich an dem, was du gerade tun kannst. Ganz wichtiges Learning. Der Annahme dessen, was jetzt gerade ist, in der Akzeptanz dessen, was du nicht ändern kannst, was nicht in deiner Macht liegt, und in dem Loslassen von den Dingen, die dir unnötig viel Energie ziehen. Lass diese Dinge los. Lass los, was dich nicht loslässt. Und mit diesen 3 Schritten findest du wirklich innere Ruhe. Ganz großes Learning. Learning Nummer 2, fließender Übergang, passt gerade ganz gut. Thema Ruhe, Stille, Pausen, Zeit für mich, Waldspaziergänge, Yoga, Schwimmen. All das, was dir Energie gibt, was mir Energie gibt, ist wichtig.
Punkt. All das, was dir gut tut, all das, was dir Energie gibt, all das, was dich lachen lässt, all das ist gut und all das ist wichtig für dich. Und es ist noch wichtiger, dass du dir genau diese Zeit dafür nimmst, um diese Dinge zu tun. Du hast nicht Zeit dafür, du nimmst dir diese Zeit dafür. Und das regelmäßig zu tun, das ist super wichtig. Was ich dir hier nochmal eindrücklich mitgeben möchte, dass du dir diese Zeit eben nicht erst nimmst, wenn du sie wirklich brauchst. Wenn dir dein Körper, dein Geist oder deine Seele sagen und zeigen, dass diese Pausen jetzt gerade nötig sind und diese Pausen eingefordert werden, sondern dass du dir diese Zeit nimmst, bevor du sie wirklich brauchst. Learning Nummer 3. Learning Nummer 3 ist so ziemlich das größte Geschenk, was mir dieses Jahr gemacht wurde. Und dafür brauche ich gerade nochmal deine ganze Aufmerksamkeit. Das größte Geschenk, was ich dieses Jahr bekommen habe, ist, im jetzigen Moment präsent zu sein. Im jetzigen Moment wirklich anwesend zu sein. Und wir hängen mit unseren Gedanken viel zu oft in der Vergangenheit fest, in dem, was war. Das lässt uns irgendwie nicht so wirklich los. Wir überlegen, okay, da hätte ich mich irgendwie ein bisschen anders verhalten können und warum habe ich das so gemacht und hätte ich das nicht mal lieber so gemacht und warum ist das jetzt so und hätte das nicht lieber so sein können und malala. Oder wir sind in der Zukunft, denken die ganze Zeit daran, ja okay, wenn das jetzt so ist, bitte passiert das nicht so und hoffentlich geht das nicht schief, sondern hoffentlich kriege ich das und das hin und oh mein Gott, nächste Woche ist die und die Präsentation, hoffentlich habe ich da genug für gelernt und du weißt, worauf ich hinaus möchte. Wir sind ständig mit unseren Gedanken und Gefühlen in der Vergangenheit und in der Zukunft, aber nie wirklich hier. Nie hier in diesem Moment. Doch das ist das Einzige, was du immer wirklich aktiv erlebst. Du erlebst nur diesen einzigen Moment und Leiden und Sorgen und Ängste, das ist immer mit Zukunft oder Vergangenheit verbunden, aber nie mit der Gegenwart. Und wenn du im jetzigen Moment wirklich präsent bist, dann spart dir das sehr viel Energie. Weil du eben nicht deine Energie darin investierst, was hätte anders laufen können und was vielleicht noch so und so passieren wird, sondern du investierst deine Energie in das, was du jetzt in diesem Moment gerade wirklich aktiv beeinflussen kannst. Weil sind wir mal ganz ehrlich, wenn du mit deinen Gedanken in der Zukunft bist und dir irgendwie was ausmalst, wie schlimm das doch irgendwie noch passieren könnte, wenn du es dann wirklich erlebst, ist das meistens nicht so dramatisch, wie du es dir vorgestellt hast, oder? Alles, was du willst, alles, was du brauchst, alles, was du dir wünschst, das ist alles da. Das ist alles hier, alles in dir. Genau jetzt, in diesem Moment. Und das ist so ein großes Geschenk, wenn du das wirklich in dir fühlst und in dir verstehst. Das habe ich unter anderem auch durch die Meditation gelernt, wirklich in diesem jetzigen Moment anwesend zu sein, nur hier zu sein und das alles wahrzunehmen, zu erkennen. Achtsam zu sein. Achtsam beispielsweise im Wald spazieren zu gehen und wirklich nur da zu sein. Nur in diesem Moment, den ich jetzt gerade erlebe, diesen Moment, den wir beide hier gerade zusammen erleben, nur hier gerade anwesend zu sein. Das Glück im jetzigen Moment zu erfahren und zu spüren, zu erleben, das ist das größte Geschenk, was mir 2022 geschenkt wurde. Und genau deswegen habe ich mir das auch tätowieren lassen. Und das ist der Termin, auf den ich mich das ganze Jahr über so gefreut habe. Mit dem Gedanken spiele ich seit Anfang, Mitte des Jahres. Und genau deswegen habe ich mir diesen Schriftzug Always Now auch hier auf meinem Handgelenk tätowieren lassen. Vielleicht siehst du das jetzt gerade hier im Video. Das ist mein Mantra. Das ist ein Reminder für mich, dass ich immer wieder in den jetzigen Moment zurückkomme. Und auch wenn ich mit meinen Gedanken und mit meinen
Gefühlen öfter mal in die Vergangenheit oder in die Zukunft abdrifte, dass ich mich selber immer wieder daran erinnere, okay, es ist nur jetzt. Das, was wirklich zählt, ist genau dieser Moment. Und ich kann Dinge nur in diesem Moment gerade verändern. Und sich zu hinterfragen, zu reflektieren, ist wichtig. Und genauso wichtig ist es dann auch wieder in die Gegenwart zurückzukommen und zu gucken, was kann ich jetzt gerade aktiv beeinflussen. Und dafür ist genau dieses Tattoo für mich da, weil ich mich immer, wenn ich diesen Schriftzug lese, selber wieder daran erinnere, genau diesen Moment gerade bewusst wahrzunehmen. Genau diesen Moment gerade bewusst zu erleben, hier anwesend zu sein, hier wirklich präsent zu sein. Und mir selbst zu sagen, okay, it's always now. Es gibt nur diesen Moment. Also genieße ihn, schätze ihn und spür mal rein, wie fühlst du dich gerade. Immer wenn ich jetzt an mein Handgelenk gucke, komme ich wieder bei mir an. Und das hat so eine starke Energie für mich. Und das verbinde ich am meisten mit diesem Jahr. In diesem Moment zu sein, die Situation, den Moment, den Augenblick so anzunehmen, wie er gerade ist, das zu akzeptieren, was gerade ist und das loszulassen, was mich gerade so aufwühlt. Und diesen Moment einfach zu genießen. Because it's always now. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf deine Gedanken dazu, auf deine Gefühle dazu und wenn du magst, auch gerne auf deine Learnings, wenn du die teilen magst. Entweder hier in den Kommentaren oder per Nachricht. Ich freue mich darauf. Alright, wir gehen weiter zur nächsten Frage und zwar, was ich mir für meine persönliche Entwicklung 2023 wünsche.